Ja, ich habe 3 Kinder. Der Älteste und der Jüngste waren jeweils betroffen, wobei der Jüngste die kongenitale Myotonidystrophie hatte. Das ist die Form von Geburt an. Und der ist vor 2 Jahren gestorben. Wir haben uns sehr geliebt. Und ich habe jetzt aber im Vergleich zum letzten Treffen hier in Hohenroda, merke ich jetzt, dass es mir schon sehr viel leichter fällt, darüber zu reden. Letztes Mal hatte ich noch so das Gefühl, ich erzähle es jetzt manchen Leuten, weil ich es ihnen persönlich noch nicht erzählt habe. Und dann weiß ich noch, dass ich zum Weinen angefangen habe. Aber dieses Jahr geht es uns schon insgesamt jetzt viel besser. Ja, ich habe die ersten Symptome mit 48 bekommen. Nee, stimmt nicht. Mit 40 habe ich einen grauen Star bekommen und dann die ersten muskulären Symptome mit 48. Und vorher hatte ich schon so, so Beckenbodenbeschwerden und Darmbeschwerden, aber da bin ich in meinem ganzen, also wäre ich nie drauf gekommen, dass es irgendwas damit zu tun haben könnte. Und ja, und dann, als die muskulären Probleme angefangen haben, ich habe es gemerkt beim Fahrradfahren, weil wir haben gern so, also eigentlich immer so Fahrradurlaube gemacht mit Gepäck und dann von Ort zu Ort gefahren. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie wird es immer anstrengender und von Tag zu Tag, ich kann eigentlich, ich muss mal aussetzen. Okay. Und dann war es mir eigentlich klar, weil einfach die Kraftausdauer jetzt nicht mehr so war. Dann habe ich gesagt, jetzt hat es mich doch erwischt. Okay. Dass ich da, also als der Kleinste dann diagnostiziert worden ist mit der kongenitalen Form, da haben sie mich untersucht. Ja. War eigentlich ziemlich klar von vornherein, dass es von mir kommen muss. Und dann sind eben die beiden Kinder, die schon da waren, auch untersucht worden. Das war 1997, da gab es überhaupt kein Überlegen. Lasst euch vielleicht nicht untersuchen oder. Und wir waren voller Panik und haben sie dann sofort untersuchen lassen. Ja. Ja. Im Nachhinein war es nicht so falsch, weil der Moritz dann relativ schnell auch Probleme bekommen hat und dann hätten wir es sowieso gewusst. Ja. Wir hätten sie dann, ich glaube, ich hätte es auch nicht ausgehalten, ihn nicht zu untersuchen, Okay. weiß es nicht, Okay. nicht untersuchen zu lassen. Du bist. Ja, ich bin Ergotherapeutin vom Beruf und je älter ich werde, desto lieber arbeite ich. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich so ein bisschen das Ende sehe, dass ich nicht bis zur Rente schaffen werde. Und dann arbeite ich noch lieber. Aber mir wird es halt zunehmend anstrengend. Schwierig. Und zunehmend anstrengend. Ja. Und für die DGM arbeite ich mache rein in der Diagnosegruppe, weil mir das eine sehr große Herzensangelegenheit ist, dass die Leute, ja, dass mehr über die Krankheit bekannt wird, unsere Krankheit bekannter zu machen, mit all ihren Facetten, weil wir sehr darunter gelitten haben, unter der kognitiven Symptomatik, die sehr ungewöhnlich ist, jetzt bei unserem ältesten Sohn. Und das ist so schwierig zum Einordnen und ich bin jahrelang ratlos dagestanden. Ja. Und wenn man das anderen Familien ersparen könnte, dass sie früher beraten werden könnten, das wäre so meine Vorstellung. Und auch, dass man vielleicht die Frühsymptome erkennt und dass man dann vielleicht die einen oder anderen abfangen kann und sagen könnte, bevor sie Kinder bekommen, die Diagnose stellen kann. Ja. Weil ich kenne auch zum Beispiel eine Frau, die hat schon ganz deutliche Myotonie und eine Schwäche gehabt und die ist halt nicht richtig diagnostiziert worden. Jetzt hat sie auch ein kongenitales Kind. Das ist halt schade. Also meine Kraftquelle ist
nicht nur, aber fällt mir jetzt als erstes mein Ehemann ein, weil wir uns eigentlich, seit wir uns kennen, total gut verstehen. Also unabhängig von Schicksalsschlägen, Krankheit und sonstigen haben wir uns immer so gut verstanden. Und da bin ich ja auch so dankbar dafür. Gudrun, ganz herzlichen Dank.